Haben wir auch noch gar nicht drüber geredet. Wenn der FEC wirklich um 4 Wochen verlängert wird bis zum 29. Oktober, dann bedeutet das, der FEC lief über ein halbes Jahr. Oder, naja, fast genau ein halbes Jahr. Das wäre dann 24. April bis 29. Oktober. Und eigentlich sind es 5 oder 5,5 Monate, sind eigentlich gedacht. Und dann ist halt einfach nochmal 4 Wochen länger. Und dann bist du halt bei gut 6 oder sogar etwas über 6 Monaten. Das ist eigentlich ein bisschen too much. Wenn man mal ehrlich ist. Das heißt dann quasi, normalerweise war es 5 Monate FEC, 7 Monate nicht FEC so ungefähr. Und dann hast du ja 6,6. Also quasi 50-50. Das ist eigentlich zu viel, weil dann besteht ja das ganze Jahr quasi nur noch aus FEC und nicht. Also, ich meine, so ist es jetzt schon, aber ein halbes Jahr ist einfach too much. Also meiner Meinung nach hätten sie die Zeit sogar verringern müssen auf 4 Monate oder so. Stattdessen haben sie, oder ist das noch nicht sicher, aber vermutlich erhöhen sie die Zeit sogar noch. Als ob 5 oder 5,5 Monate nicht eh schon viel ist, machen sie einfach noch 6 draus. Oder sogar gut über 6. Also, weiß nicht, ob das so gut ist. Außer das Update ist halt so geil und wird so kurz vorm Ende released, dass die Leute dann eben trotzdem weiterspielen. Aber ich meine, jetzt habe ich schon oft gehört von Leuten, ich weiß natürlich nicht, ob es stimmt, und ich meine, man kann ja alles Mögliche behaupten. Ob man es dann tatsächlich macht, ist was anderes. Aber es sollen ja wieder einige Leute sagen, dass sie nach dem FEC eigentlich sofort wieder aufhören und dann nur noch auf den nächsten FEC wieder warten. Egal. Also unabhängig vom Update. Was ich mir, wie gesagt, eigentlich nicht wirklich vorstellen kann, weil wenn da wirklich so ein riesiges Update kommt. Das Update letztes Jahr kann man damit überhaupt nicht vergleichen. Das Update letztes Jahr war im Vergleich dazu wack, langweilig, kann man schon sagen. Das kann man wirklich nicht mal im Entferntesten vergleichen. Deswegen finde ich dieses jetzt schon sagen, oh ja, ich höre definitiv auf, obwohl man noch gar nicht weiß, wann das Update kommt, wie es aussieht und so weiter, finde ich das ein bisschen so Scheißgelaber einfach, weil niemand weiß, was die Zukunft bringt. Und am Ende ändern dann doch 3 Leute ihre Meinung und die 3 Leute beeinflussen dann nochmal 3 Leute, die gesagt hätten, okay, wenn die alle auch alle aufhören, höre ich auch auf. Dann hört von denen irgendeiner nicht auf und der löst den Domino-Effekt aus und dann plötzlich spielen doch alle weiter. Weißt ja auch nicht. Und am Ende ist ja immer so Gruppenzwang und so ein Scheiß. Ist ja oft so, dass Leute sagen, ja, ich habe mit anderen Leuten angefangen, jetzt haben alle aufgehört, jetzt höre ich auch auf. Und da ist dann das Gleiche. Wenn alle sagen, sie hören auf und dann kommt das Update und da sagt einer, oh nee, ich höre doch nicht auf. Dann sagen die anderen, oh, du hörst nicht auf? Okay, dann höre ich auch nicht auf. Und dann hört plötzlich keiner auf von den Leuten, die ursprünglich gesagt haben, dass sie alle aufhören. Also, würde ich da echt mal abwarten, ob das dann wirklich so schlecht ist, wenn der FEC vorbei ist. Und, dass sie viel mehr Geld machen während dem FEC, das bleibt tatsächlich abzuwarten. Wir haben ja noch nicht den kompletten FEC-Zeitraum. Kann man sich ja dann angucken. Also ich meine, letztes Jahr bin ich mir nicht mehr sicher, aber ich glaube im ersten FEC-Jahr war es gar nicht so viel mehr. Also die Einnahmen von Fly Universe sind auf jeden Fall seit dem Release stetig runtergegangen. Und was halt immer noch dem FEC auch sehr gut in die Karten spielt, muss man sagen, ist Third Anniversary. Das ist halt ein Zeitraum, wo auch auf jeden Fall sehr viel gespielt wird. Oder mal angenommen, der FEC würde einen Monat später starten. Third Anniversary Events sind ja doch ziemlich gut. Ich meine, es war dieses Jahr das beste Event, würde ich sagen, was stattgefunden hat. Und das fällt aber immer in den FEC-Zeitraum mit rein, weil der FEC selbst ist ja auch Anniversary, mehr oder weniger. Und das heißt, es boostet auch, also manche Sachen boosten vielleicht auch ein bisschen die Zahlen, die halt mit dem FEC eigentlich zwingend gar nicht wirklich was zu tun haben. Und ich meine, im ersten Jahr war es gar nicht so heftig. Schwer zu sagen. Kann man sich erst gegen Ende des Jahres leider anschauen, wie die Zahlen von diesem Jahr sind. Und dann kannst du es eigentlich auch erst mit dem Update vergleichen. Also wäre gut, wenn das Update dann wirklich ganz am Ende oder nach dem FEC kommt, dann könnte man es noch besser vergleichen.
Dann könntest du nämlich gucken, wie viel Kohle haben sie während dem FEC-Monaten gemacht. Und dann könntest du gucken, also es würde dann erst 2026 irgendwann gehen, im Vergleich dazu, wie viel haben die ersten 3 Monate nach dem Update eingebracht, so ungefähr. Und dann könntest du vergleichen, okay, wenn es jetzt kein FEC gäbe und sie einfach nur ein geiles Update releasen würden, wie viel machen sie da im Vergleich zu FEC? Aber ja, es dauert noch ein bisschen, bis man diese Daten bekommt.